Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sommerausgabe von Family Affairs, die Nummer 14 für alle, die mitzählen. Unser Webinar rund um News, Insights und Inspiration aus dem Familienmarketing. Ich rede am Anfang ein bisschen langsam, weil ich sehe, dass nach und nach Leute reinkommen und hier ja keiner was verpassen soll. Ich kann aber schon mal ein bisschen Housekeeping machen, Bescheid sagen, dass hier keiner irgendwie mitschreiben oder Screenshots machen muss. Das Ganze wird im Anschluss zur Verfügung stehen. Alle Teilnehmer bekommen einen Link, um sich die Aufzeichnung anzugucken oder auch die Präsentation runterzuladen. Stellen wir gerne zur Verfügung. Ansonsten im Chat tummelt sich mein Kollege Rolf Kosakowski, damit ich nicht abgelenkt werde, wenn da irgendwelche Fragen sind, beantwortet er die gern. Und ansonsten freue ich mich, dass so viele da sind und hoffe, dass alle ganz fleißig mitmachen, weil es ja auch immer ein bisschen ums Mitmachen geht, wenn wir hier zusammen sind. Einmal kurz, wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Ingo Kessler. Ich darf mich bei KW&B Family Marketing Experts Strategy Director nennen. Wir sind eine Agentur mit Spezialisierung auf Familien- und Kindermarketing. Einfach ein paar Beispiele, was wir so in den letzten Monaten gemacht haben. Wir haben für den Film Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul eine Tanz-Challenge auf TikTok und Instagram gemacht, aber wir haben auch für die 3 Fragezeichen Key Visuals und Assets gestaltet für das Kino-Hörspiel-Event rund um die 3 Fragezeichen. Bildungskommunikation ist auch was wir machen. Das Bildungsprogramm von SOS Kinderdorf haben wir überarbeitet bzw. erweitert, dass das jetzt auch an Grundschulen eingesetzt werden kann und nicht mehr nur an weiterführenden Schulen. Das ist ein ganz knapper Abriss über die große Bandbreite an Leistungen, die wir anbieten. Aber das soll hier ja keine Dauerwerbesendung sein, sondern wir sind hier für die Inhalte. Das sind die Themen, die wir heute dabei haben. Erstens die neuen Schauplätze der Jugendkultur. Bist du mit deiner Marke wirklich dort, wo Kinder und Jugendliche sie erwarten? Wer sind die neuen Stars auf der globalen Bühne? Spoiler, YouTuber, Creator, Charaktere aus Videospielen sind das. Drittens, KI in aller Munde. Nutzt du es schon, wo du kannst? Und dann zuletzt die neuen Erwartungen an Marken und Unternehmen. Es gibt übrigens unten den Chat, wo man irgendwie Fragen stellen kann oder Hallo sagen kann. Und es gibt auch die Reaktionen. Einmal kurz scannen, wo unten in der Leiste die Reaktionen sind. Die werden gleich gebraucht, damit man mitmachen kann. Da hat jemand den Daumen gefunden. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Also springen wir rein. Die neuen Schauplätze der Jugendkultur. Das ist nicht nur ein Hobby, sondern das ist etwas, was sich nachweisen lässt. Das hat Ampere Analysis getan. Die haben nämlich zum Beispiel untersucht, was die Grundlage der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre war und das mit den Jahren davor verglichen und dabei festgestellt, dass der Trend weg von Comic hin zu Videospielverfilmungen geht. Hier im Bild natürlich Mario, aber zum Beispiel auch Pikachu hatte einen Kinofilm, Sonic hatte einen Kinofilm und so weiter und so fort. Also Videospielcharaktere im Kino sind etwas, was immer mehr passiert. Nochmal Thema Videospiele, in dem Fall Fortnite. Epic Games und ihr Spiel Fortnite sind eben mittlerweile kulturell so wichtig, dass auch jemand wie Billie Eilish nicht dran vorbeikommt. So gibt es eben jetzt oder gab es im Mai das Billie Eilish Set mit Emotes, mit Songs, mit Auftritten auf der Bühne und so weiter. Epic Games holt sich da mittlerweile richtig, richtig große Partner ran für solche Kooperationen, inklusive der ganzen Lizenzrechte. Und aus einem anderen Bereich, die NHL hat ein Spiel, nämlich das zwischen den Las Vegas Golden Knights und den Colorado Avalanche, einerseits im Fernsehen übertragen, aber gleichzeitig wurde das Ganze auch im Spiel Multiverses übertragen, in Echtzeit, mit all der Technik, Tracking-Technologie und sowas, die dazugehört. Wir können uns einen kleinen Clip daraus anschauen, wie das aussieht, wenn eben neben normalen Eishockeyspielern plötzlich The Golden Knights back in this game. We keep pointing to Batman. Being pretty quiet, but here he is. And in front, there he goes! They put up the bat signal! And it's the Cape Crusader to get the Golden Knights on the board.
irgendwo in Las Vegas hat tatsächlich jemand in einem Eishockeystadion ein Tor geschossen. Wer Multiverses spielt, konnte das live verfolgen, aber da war es eben Batman, der das Tor geschossen hat. Also in diesen Videospielen finden mittlerweile große Teile der Jugend- und Popkultur statt. Was findet auch gerade statt und auch in einem Spiel statt? Die Fußball-Europameisterschaft. Kleine Frage hier dazu und gerne mit den Emoji-Reaktionen einmal antworten. Die UEFA hat nämlich, um auf Roblox präsent zu sein, nicht etwa eine eigene, das sind ganz viele Tränen, nicht etwa eine eigene Experience gebaut, sondern sich in eine der erfolgreichsten Roblox-Experiences weltweit eingekauft, und zwar Pinata Smashlings. Nicht gewusst? Ups. 2,3 Millionen Besuche in den letzten 12 Monaten. Da hat sich die UEFA gedacht, das nehmen wir doch mal mit an Reichweite und bauen unser Stadion innerhalb von Pinata Smashlings, statt was Eigenes zu basteln. Warum ist das so? Weil Roblox ganz, ganz aktiv daran arbeitet, mehr als nur Spiel zu bieten. Deswegen wurde ein eigener Creator Fund ins Leben gerufen. 35 Millionen Dollar stehen zur Verfügung für Experiences, die explizit keine Spiele sind. Das erste, was dadurch Funding bekommen hat, war so eine Social-Media-Plattform innerhalb von Roblox, wo man Kurzvideos, TikTok ähnlich, mit seinen Freunden teilen kann, aber eben nicht aus der physischen Welt, sondern aus Roblox mit seinem Avatar. Der CEO von Roblox, David Baszucki, sagt, dass er sich zum Beispiel Roblox auch sehr gut als Dating-Plattform vorstellen kann, dass man eben dort Experiences hat, in denen es nur um Dating geht. Wer greift das auf? Netflix greift das zum Beispiel auf. Netflix hat einen Freizeitpark innerhalb von Roblox gebaut. Das Ganze heißt Next World. Und da gibt es zu verschiedenen Serien kleine Minigames und so weiter. Vor allem aber, was ich am spannendsten fand daran, gibt es das Streamship mit einer großen Leinwand, quasi ein virtuelles Kino, wo man sich mit Freunden und Freundinnen verabreden kann, um innerhalb von Roblox gemeinsam Netflix-Serien zu schauen. Das Ganze hat auch wieder Rückwirkungen auf die physische Welt. Walmart hat innerhalb von Walmart Discovered, was die Roblox-Experience von Walmart ist, jetzt einen Shop eingerichtet, wo man mit seinem Avatar Produkte testen und ausprobieren kann. Dann kann man sie kaufen und bekommt sie physisch zugeschickt. Also echter E-Commerce, nicht mehr nur virtuelle Gegenstände, jetzt auf Roblox, zunächst nur in den USA, zunächst nur ab 13, aber man kann jetzt eben schon physische Dinge kaufen innerhalb von Roblox. Und noch ein Beispiel für jemanden, der ein bisschen mehr macht als ein Spiel auf Ikea. Auch hier übrigens wieder eine kleine mit Emoji zu beantwortende Frage. Ikea hat eine Roblox-Experience gemacht, die so aussieht wie ein Ikea-Geschäft. Aber es geht da nicht so sehr um Spielerei, sondern man kann tatsächlich dort anheuern. Man kann sich dort um einen Job bewerben und kann tatsächlich Geld verdienen als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter von Ikea innerhalb von Roblox. So kann man eben ein bisschen üben, virtuell testen, ob Ikea vielleicht ein attraktiver Arbeitgeber ist. Also Roblox bietet als virtueller Schauplatz für Events, für Kultur, für Alltagsgeschehen mittlerweile viel mehr als nur eine Spieleplattform. Und warum ist das so? Weil eben Spiele viel mehr sind, als sie irgendwie in unserer Jugend, ich schließe mich damit ein, mal waren. Gaming hat eine ganz, ganz starke soziale Komponente. Laut Kinderwelten 2024 spielen 2/3 der 6- bis 13-Jährigen zusammen mit Freundinnen und Geschwistern. Das heißt, das ist eben nicht alleine vor der Glotze sitzen, sondern man sitzt da zu mehreren. Genauso viele sagen, das ist Thema auf dem Schulhof, das ist etwas, worüber man redet. 82% derer, die Online-Spiele spielen, chatten währenddessen, entweder über die Chatfunktion des Spiels oder über WhatsApp oder andere Kanäle. Das heißt, es ist etwas, wobei man ständig im Austausch ist. Es heißt auch, dass dort die gleichen sozialen Regeln gelten wie anderswo, wo Kinder nett und manchmal nicht so nett zueinander sind. Eine Studie der Oslo Metropolitan University ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Fortnite-Skins mittlerweile den gleichen Stellenwert erreicht haben wie Markenkleidung. Unter 10- bis 15-Jährigen haben sie da befragt und kamen eben zu dem Ergebnis, dass keine coolen Skins in Fortnite haben, in gleichem Maße zu Mobbing führt wie
nicht die richtigen Sneaker oder die richtigen Pullover zu tragen. Um das Ganze auf einer positiven Note zu enden, Spiele wie Minecraft und Roblox können aber auch die Kreativität von Kindern fördern. Die Studie The Creation Generation hat das untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Spiele eben Kreativität fördern und dass da durchaus Fähigkeiten wie Problemlösungsfähigkeiten oder Design gelernt werden in diesen Spielen und empfehlen sogar, diese Spiele, diese Plattformen im Unterricht einzusetzen für geeignete Fächer. Also diese Gaming-Plattformen bilden für Kinder zunehmend die volle Dynamik ab, wie sie eben auch auf Spielplatz oder Schulhof normalerweise früher stattgefunden hat. Von Problemlösung bis Mobbing ist alles mit dabei. Und deswegen die Frage an euch, an dich, an jeden Einzelnen, der hier zuhört: Wie können wir dir helfen? Wie sollen wir dir helfen, deine Marke dort sichtbar zu machen, wo Jugendkultur tatsächlich gelebt wird? Damit kommen wir zum nächsten Thema, die neuen Stars auf der globalen Bühne. Kurz zum Einstieg, warum reden wir darüber? Weil in Großbritannien bereits ein Viertel, 24%, der 5- bis 7-Jährigen ein eigenes Smartphone hat. Ja, das ist Großbritannien, das ist nicht Deutschland, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, dann ist Deutschland da tendenziell ein paar Jahre später da, wo Großbritannien heute ist bei solchen Trends. Und dazu gehört auch, dass 38% der 5- bis 7-Jährigen Social Media nutzen. 30% sagen, sie sind auf TikTok in dem Alter. Und das erklärt auch ein bisschen, warum lineares Fernsehen Kinder nicht mehr erreicht. Das sind zwar jetzt Zahlen aus den USA, aber es lässt sich auf jeden Fall irgendwie der Zusammenhang erkennen. Precise TV hat mal ein Experiment gemacht und ausgerechnet, wie viele Kinder kann ich denn erreichen, wenn ich ein unendliches Mediabudget habe, es aber nur in lineares TV stecke? Und die Antwort ist 32%. Weniger als ein Drittel der Kinder würden meine Werbung überhaupt jemals sehen, wenn ich nur auf lineares TV setze. Und das sind Kinder zwischen 6 und 11 Jahren, die hier untersucht wurden. Die Empfehlung ist dazu, zu TV muss immer auch YouTube und Online-Gaming gehören. Und wenn man YouTube und Online-Gaming sagt, dann muss man dabei auch im Kopf haben, dass das eine sehr, sehr symbiotische Beziehung ist. Wildbrain hat in den USA und UK untersucht, wie denn Roblox und YouTube zusammenpassen in der Mediennutzung und dabei festgestellt, dass das extrem eng verzahnt ist. 72% derer, die Roblox spielen, sagen, dass sie auch auf YouTube Roblox-Inhalte schauen. Über die Hälfte, 54%, sagen, dass sie das gleichzeitig tun, dass sie Roblox spielen und YouTube schauen gleichzeitig machen. Das ist das Second Screening dieser Generation. 7 von 10 Befragten interessanterweise sagen, dass sie sehr gerne Marken in ihren Spielen sehen, weil das Ganze echter erscheinen lässt. Und bei YouTube kommen wir dann zu dem großen Star von YouTube eigentlich, der berühmteste, bekannteste, erfolgreichste YouTuber der Welt, MrBeast. Der schließt jetzt sozusagen den Kreis und kommt ins Fernsehen, auch wenn das Fernsehen Amazon Prime Video ist. Aber er wird eine eigene Reality-TV-Show bei Amazon Prime Video machen. 1000 Teilnehmende, $5 Millionen Preisgeld, also eine Show der Superlative, wie es sich für MrBeast gehört. Immerhin ist er ja der erfolgreichste YouTuber der Welt. Ebenfalls erfolgreiche YouTuber, Dude Perfect, die kommen zwar nicht ins Fernsehen. Achtung, kleine Frage hier, wer mitmachen möchte. Dude Perfect, eine Gruppe YouTuber, die seit 2009 auf YouTube posten. Mittlerweile haben die 60 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen. Sie haben eine eigene Streaming-Plattform, sie haben eine eigene TV-Sendung bei Nickelodeon, sie haben eine Tournee, wo sie durch die USA auf Bühnen ihre Show abziehen. Das war jetzt der Private Equity Firma Highmount Capital eine Investition in Höhe von $100 Millionen wert, damit sie ihr Imperium ausbauen können. Das ist mal eine Marke, die allein auf YouTube gebaut wurde. Also das Streaming überholt das Fernsehen und was früher irgendwie Fernsehstars waren, das sind heute YouTube-Creator für die nachwachsende Generation. Es müssen aber nicht immer Menschen sein. Es können auch
Fantasiefiguren, Kreaturen sein, die aus dieser digitalen Welt kommen. So zum Beispiel von Adopt Me, eines der beliebtesten Roblox-Spiele. Die gibt es jetzt als Fingerpuppen von Huawei. Über 400 verschiedene Figuren gibt es, die so kleine Fingertoys sind, die ein bisschen Tamagotchi-mäßig, Tamagotchi, alte Leute-Referenz, aber ich hoffe, das Publikum ist mein Alter plus minus 10. Adopt Me gibt es seit 2017, ist 36 Milliarden Mal besucht worden in diesen 7 Jahren und setzt im Jahr 50 Millionen US-Dollar um, nur auf Roblox. Und jetzt packen sie dazu eben, dass sie das lizenzieren und dass diese Figuren als kleine Roboterspielzeuge auch auf Kinderfinger kommen. Noch ein bisschen ähnliches Beispiel, Planet Mojo, auch das ein Videospiel, ein Online-Game. Dazu wird es jetzt auch in diesem Jahr Actionfiguren geben. In dem Fall haben die Actionfiguren alle individuelle QR-Codes, mit denen man dann NFTs freischaltet, die wiederum eben digitale Sammlerstücke sind. Also dieses Verschmelzen von Spiel, Sammeln und aber auch der physischen Komponente, dem physischen Spielzeug, ist hier auch etwas, was vorangetrieben wird. Und dann haben wir nochmal virtuell zu physisch die Transformers-Spielfiguren von Hasbro, die dieses Jahr rauskommen, sind eben nicht nur coole Actionfiguren, sondern man kann die transformieren, Transformers eben, und eine Maske draus machen, sodass man tatsächlich reinschlüpfen kann in den Charakter als Kind und die Szenen nachspielen kann. Anlass für das Ganze ist, dass der neue Film diesen Herbst in die Kinos kommt. Wir sehen an diesen Beispielen, wie diese digitalen Entertainment-Welten, sei es Streaming, YouTube oder eben Spiele auf Roblox oder alleinstehende Spiele, dass die tatsächlich auch wieder zurückwirken und Innovationen in physischen Spielen, physischem Spielzeug inspirieren. Also der Aufruf an euch alle, lasst uns eure Marken in die Lage versetzen, in der virtuellen und in der physischen Welt gleichermaßen begeisternd zu sein. Ja, ich habe vorhin gesagt, KI ist in aller Munde. Wo kann das eingesetzt werden? Wie sieht das aus? Ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, kommt aus Irland. Jam Media hat diesen kleinen Roboter entwickelt. Der sieht nicht nur niedlich aus, sondern der kann in Echtzeit alles, was er hört, in American Sign Language übersetzen. Das heißt, der ist ein KI-basierter automatischer Dolmetscher, weil eben gerade bei Kinderinhalten Untertitel oftmals nicht helfen, weil sie nicht lesen können. Und es irgendwie auch komisch ist, wenn irgendwie in einem Kinderprogramm dann so ein erwachsener Gebärdendolmetscher drin ist. Deswegen Saki entwickelt worden. Und da er KI-basiert ist, wird es vermutlich auch kein Problem für ihn sein, nicht nur American Sign Language, sondern auch die 200 anderen Gebärdensprachen, die es auf der Welt gibt, ganz schnell zu lernen. Bisschen näher bei uns, nicht auf einer Insel im Atlantik, sondern in Deutschland, hat Milka KI eingesetzt rund um Muttertag. Hier darf gerne auch mal mitgemacht werden wieder. Wer nutzt schon KI? Was Milka gemacht hat, ist eine Plattform, sag es mit einem Song.de war die Website. Dort konnte man, oder kann man immer noch, die Website ist immer noch live, sich einen Song per KI generieren lassen. Das Ganze unterstützt durch so ein paar Fragen, was ist besonders an deiner Mama und so weiter. Und das konnte dann zum Muttertag gemeinsam mit den Milka-Pralinen hoffentlich verschenken. Und war eben ein ganz, ganz individueller Song, den man dann per Download, per Link, per Code verschenken konnte. Für all die Töchter und Söhne. Und dann einmal ein Blick, so was wirklich, wirklich Cutting Edge ist, meiner Meinung nach, ist, was Reebok auf die Beine gestellt hat. Reebok Impact ist ein KI-Bot auf Instagram, dem man sein Lieblingsbild schicken kann. Der erstellt dann auf Basis dieses Fotos einen Sneaker, einen virtuellen digitalen Sneaker. Den kann man sich runterladen und sich daran erfreuen, aber man kann ihn dann auch seinem Avatar auf Fortnite oder auf Roblox anziehen und eben tatsächlich nutzen. Wir schauen uns den Trailer dazu mal an. Ist beeindruckend.
Also KI eröffnet völlig neue Möglichkeiten, was Inklusion angeht, was Personalisierung angeht, was Kreativität angeht. Für Medien und Marketing ist da eine ganze Menge drin. Muss natürlich auch ein bisschen gucken, was sind die Regeln rund um den Einsatz von KI. Auf YouTube beispielsweise müssen KI-generierte Inhalte gekennzeichnet sein mittlerweile als solches, was gerade im Kinderbereich und bei Animation ein strittiges Thema sein kann. Wo fängt KI an? Wo ist nur normale Automatisierung drin? Ein weiterer Bereich, der heiß diskutiert wird, sind natürlich KI-generierte Influencer und Influencerinnen, haben definitiv Vorteile. Es heißt, sie seien etwas unkomplizierter im Umgang als menschliche Influencerinnen und Influencer. Das kann definitiv ein Vorteil sein. Aber es gibt natürlich auch gewisse Regularien und Beschränkungen oder vielleicht auch einfach moralische Vorbehalte. Hier abgebildet ist zum Beispiel das Model Aitana Lopez. Aitana Lopez gibt es in der physischen Welt nicht. Aitana Lopez ist rein KI generiert, gehört der Agentur The Clueless aus Spanien und hat 305.000 Follower auf Instagram und setzt 10.000 Euro im Monat um als Influencerin. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wie klären wir über dieses Thema auf, wie setzen wir uns mit dem Thema auseinander. Da hat Infratest DIMAP im Auftrag der Vodafone-Studie vor, ich glaube, 2 Monaten eine Befragung gemacht. 17% der Schülerinnen und Schüler haben zu dem Zeitpunkt immerhin gesagt, dass es an ihrer Schule bereits Regeln zum Einsatz von KI gibt. Bei 38% ist es allerdings noch gar kein Thema. Ebenfalls 38% sagen, das ist von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich. Da sind eben manche fitter und manche weniger fit. Aber ich glaube, Schule ist einer der großen Bereiche, wo gerade um Regeln gerungen wird, wie man mit KI umgeht. Und das ist richtig, dass damit gerungen wird, weil wir brauchen natürlich einen reflektierten Umgang mit dieser Technologie. Und dafür müssen wir uns intensiv damit auseinandersetzen, was geht und was sollte gehen und wie kontrollieren wir das Ganze. Unser Angebot ist auf jeden Fall, dass wir uns zusammen hinsetzen und schauen, wie wir das Potenzial von künstlicher Intelligenz für euch, für eure Marken möglichst vollumfänglich einsetzen, weil es geht wahnsinnig viel und es macht nicht nur Spaß, sondern es bringt auch was. Kommen wir zum letzten Thema, die neuen Erwartungen an Marken und Unternehmen. Zunächst einmal eine Studie von Edelman DXI im Auftrag von Dove, die herausgefunden hat, dass 57%, mehr als die Hälfte der Mädchen zwischen 10 und 17 in Deutschland sich Sorgen darum machen, wie sie mit zunehmendem Alter aussehen werden. Das ist ein bisschen früh, um sich diese Sorgen zu machen, finde ich. Finden auch die Expertinnen, die diese Studie verfasst haben, findet auch Dove. Und deswegen hat Dove eine Kampagne dazu gemacht, nämlich um dagegen anzuwirken, dass Kinder immer früher, vor allem Mädchen, immer früher mit Beauty-Routinen und Anti-Aging-Cremes und sonst was in Berührung kommen. Wir können uns einen Film zu dieser Kampagne einmal anschauen. Oh, I'm so happy and I like to sing. No one teases me and no one yells at me. Oh, it is a lovely thing to feel so good. Everybody's smiling when I smile at them, smile at them. I love skincare, literally use it every single day. I found this on social media to use in the morning before school. So it's gonna depuff my eyes. Gets rid of wrinkles. It kind of hurts a little bit. Anti-aging. Glowy skin. Glowy skin, easy. I hate to drink my milk every morning. Everybody's smiling when I smile at them. Und Dove ist dabei nicht allein geblieben. Kiehl's hat sich angeschlossen, ebenfalls eine Kampagne geschaltet mit dem Thema, was für Creme sich Kinder ins Gesicht schmieren sollten, nämlich Ice Cream. Es gibt auch schöne Schlammmotive in dieser Kampagne. Auf der anderen Seite der Diskussion, und deswegen hier auch einmal zur Frage gestellt, hat Disney sich gesagt, das ist ein Trend, da machen wir mit.
Disney kooperiert mit Bubble, mit der Hautpflegemarke Bubble und hat eine ganze Skincare-Range rausgebracht mit den Charakteren aus dem Film Inside Out 2. Einige der Inhaltsstoffe werden sogar deklariert als erst ab 14 benutzen. Die Charaktere sehen aber vielleicht so aus, als wären auch unter 14-Jährige schon daran interessiert. Also Hautpflegeprodukte für Kinder und Beauty-InfluencerInnen sind gerade ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Die Frage ist, was ist ein solches heiß diskutiertes Thema, bei dem du vielleicht Stellung beziehen solltest, bei dem deine Marke vielleicht Stellung beziehen sollte und auf welcher Seite? Wir können helfen, das rauszufinden, was da am besten passen würde. Dann noch ein paar schöne Beispiele für einen Trend, der mir große Freude macht. In Großbritannien gibt es in Alton Towers, einem der größten Freizeitparks, jetzt in dem Hotel Zimmer im Bluey-Design. Also man kann bei der Familie Heale zu Hause übernachten sozusagen, während man in diesem Freizeitpark ist. Airbnb hat diese Idee auch aufgegriffen. Es gibt bei Airbnb die Icons-Kategorie mittlerweile, wo man in Locations aus Filmen übernachten kann, zum Beispiel in der X-Mansion von den X-Men-Filmen oder dem Haus mit den Luftballons aus dem Film Up und so weiter. Das auf jeden Fall ein Trend, die Branded Stays. In Sao Paulo in Brasilien kann man jetzt bei SpongeBob essen gehen. Hier auch einmal die Frage, wer hat Lust, bei Krusty Krab einen Burger zu essen? Auf jeden Fall kann man das jetzt in Sao Paulo machen. Tatsächlich ein SpongeBob-Restaurant mit viel Merch, ganz sicher. Bisschen näher zu Hause in Günzburg, neben dem Legoland gibt es mittlerweile schon ab diesem Sommer den Peppa Pig Park, weil Peppa Pig dieses Jahr 20 Jahre alt wird. Da kooperieren Lego und Peppa Pig, Lego und Hasbro natürlich, um den Geburtstag von Peppa Pig gebührend zu feiern mit einem Freizeitpark extra für Vorschulkinder. Und es wird auch eine Duplo-Range mit Original Peppa Pig Figuren geben. Und ein bisschen Pink darf nicht fehlen. Barbie hat in Malaysia jetzt einen eigenen Flagship-Store. Von Miniso gibt es einen Laden, in dem es nur Barbie-Produkte gibt. Alles von natürlich Puppen bis Beauty, Parfum, alles nur im Barbie-Look. Was das Ganze zeigt, ist, dass es gerade mit der Zielgruppe Kinder und Familie eben wichtig ist, auch physisch, auch in der physischen Welt diese Begeisterung zu fördern und ein Markenerlebnis zu schaffen, wo Leute in die Marke eintauchen können. Und deswegen nochmal die Frage, wie können wir helfen, solche greifbaren Erlebnisse zu gestalten für Familien und Kinder, für deine Marke? Das war jetzt ganz schön viel. Wir sind fast am Ende. Eine Sache habe ich noch, wer schon ein paar Mal da war, weiß, es gibt am Ende nochmal noch ein kleines Goodie. 4 Themen. Ich will jetzt gar nicht den ganzen Text vorlesen. Gerne einfach im Anschluss die Präsentation runterladen. Da kann man das alles nochmal in Ruhe nachlesen, wenn man sich nicht schnell genug die Notizen gemacht hat, sozusagen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, gerne einmal Sternchen klicken, wie es gefallen hat. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass es Family Affairs auch als Newsletter gibt. Ist nicht der gleiche Inhalt, aber es gibt jede Woche ganz spannende Stories und Insights aus dem Familien- und Kindermarketing direkt in die E-Mail-Inbox. Ansonsten freuen wir uns über Feedback, direkt hier über die Sterne oder eben gerne per Mail, per LinkedIn, per Telefon. Man findet sich schon. Ich bin zu finden, wir sind zu finden. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und habe noch einen Aussteiger, nämlich den Mutter- und Vatertagsspot von Aldi Süd, der uns sehr, sehr gut gefallen hat. Enough
Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal oder besser noch, bis irgendwann dazwischen. Telefonisch, da steht sogar die Nummer, per E-Mail oder sonst wo. Ich freue mich.